Hallo aus Trier. In diesem Video zeige ich die römische Konstantin-Basilika und was es in ihrer Umgebung noch Tolles zu sehen gibt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und unterwegs. Wenn du mehr aus der Eifel-Mosel-Region sehen willst, dann abonniere diesen Kanal. Wir sind in Trier, der ältesten Stadt Deutschlands. Und hier schauen wir uns nun eines der Zeugnisse der alten Römerzeit an, die Konstantin-Basilika. Sie war ursprünglich eine römische Palastaula und wurde im 4. Jahrhundert, als hier die römischen Kaiser residierten, als Audienzaula gebaut. Aus diesem Grund nennt man sie heute noch Konstantin-Basilika. Namensgebend war hierfür Konstantin der Große. Sie steht am Rande der Trierer Fußgängerzone, direkt an das kurfürstliche Palais und den Palastgarten angrenzend. Im Jahre 1986 wurde die Konstantin-Basilika zusammen mit dem Trierer Dom und der Liebfrauenkirche Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Im Laufe der Zeit wurde sie in Teilen immer wieder zerstört, zuletzt im Zweiten Weltkrieg. Dennoch sind bis heute besonders an der Westwand immer noch römische Originalbauten erhalten. Eine Basilika ist eigentlich eine katholische Kirche. Die Konstantin-Basilika ist aber Sitz der evangelischen Kirche in Trier. Diese kleine Ungenauigkeit in der Bezeichnung tut dem historischen Monument aber keinerlei Abbruch. Der Innenraum der Kirche ist beeindruckende rund 67 Meter lang, rund 28 Meter breit und 33 Meter hoch. Es handelt sich hierbei um das älteste als Kirche genutzte Gebäude in Deutschland. Wie bereits beschrieben, sind Teile der Südwand und der Westwand noch römischen Ursprungs. Dies merkt man auch an der Stärke der Wände, die teilweise bis zu 3,5 Meter dick sind. Weitere Reste von den ursprünglichen römischen Bauten befinden sich unter dem heutigen Fußboden. Wer einen Glockenturm sucht, der sucht vergebens. Die Kirchenglocken sind hier im wahrsten Sinne des Wortes ausgelagert und befinden sich im Nachbargebäude der Basilika, dem Roten Turm. Dort, wo heute der Altar steht, war früher der Kaiserthron. Die Basilika wurde für Audienzen oder Empfänge genutzt. Das Gebäude war ursprünglich als Empfangssaal errichtet worden und hatte den Charakter einer Palastaula. An der Südwand der Basilika hängen 3 Orgelkörper an der Wand, die sich in die dort befindlichen Fensternischen einfügen. Beeindruckend ist auch die durchgehende Holzdecke, die dem Innenraum einen zusätzlichen Charme verleiht. Durch sie erinnert der Raum beeindruckend an antike Holzdecken. Im Altarraum sieht man an der Wand mehrere Auslassungen. Hier standen im 19. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg Marmorstatuen von Jesus Christus und den 4 Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Diese 4 Figuren wurden beim Wiederaufbau der Kirche nach dem Krieg zerstört. Heute sind von den Figuren nur noch die Köpfe erhalten. Sie wurden restauriert und stehen heute an der Ostwand der Basilika aufgereiht an der Wand. Direkt an die Basilika angrenzend befindet sich die vermutlich schönste Tür von Trier. Sie führt zum Caspar-Olevian-Saal, der als Winterkirche verwendet wird, um Heizkosten in der Konstantin-Basilika zu sparen. Die Tür besteht aus verzierten Sockeln, Pilastern und einem Gebälk mit dreieckigem Giebel. Hier sticht besonders der goldene Schlussstein des Türbogens ins Auge. Direkt neben der Tür hängt eine Gedenktafel für den Reformator Caspar Olevian, der sich im 16. Jahrhundert für die Reformation in Trier einsetzte. Einen großen Teil der Bevölkerung hatte er damit bereits gewonnen, doch der damalige Kurfürst und Erzbischof konnten einen Umsturz verhindern und jagten Olevian aus der Stadt. Und direkt neben dieser schönen Tür, ebenfalls neben der Basilika, liegt der Trinkwasserbrunnen. 1985 erhielt die Stadt Trier diesen Brunnen als Geschenk der rheinland-pfälzischen Landesregierung zum 2000-jährigen Bestehen im Jahre 1984. Auf Säulen rund um den Brunnen sind Tiere platziert, die alle in Verbindung mit der Stadtgeschichte stehen. Das Pferd steht für das Reitervolk der Treverer, der Adler für die Römerzeit, das Lamm für die geistliche und weltliche Macht der mittelalterlichen Fürstbischöfe, der Hund symbolisiert die preußische Ära und die Taube ist als Friedenszeichen Ausdruck der Gegenwart der Stadt.
In den Brunnen ist auch ein Wasserspiel integriert, das viele Bezüge zu Trier und der Stadtgeschichte enthält. Es ist in Nord-Süd-Richtung angelegt und setzt damit die Längsachse der Basilika fort. Der zweigeteilte Brunnenboden soll an Gesteinsschichten erinnern und bezieht sich damit auf das Amphitheater in Trier. Im Zentrum des Brunnens steht eine über 12 Meter hohe Säule, deren Schatten auf dem kreisförmigen Brunnenbecken als Sonnenuhr die Uhrzeit anzeigen. Hier sind auf dem Boden römische Ziffern am Brunnenrand eingelassen, sodass Passanten sich am Schattenverlauf über die Uhrzeit informieren können. Gleichzeitig spendet der Brunnen aus einem gesonderten Hahn Trinkwasser. In der Nähe des Ablaufrohres ist eine Platte angebracht, die zahlreiche bedeutende Persönlichkeiten der Trierer Stadtgeschichte würdigt. Auch hier spannt sich der Zeitraum von der Römerzeit bis in die Gegenwart. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten in und um Trier interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.